Skullface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turned their knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite, to prevent detonation. You mean? Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium and weaponize it. Loaded onto all-terrain bipedal machines. They ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere. Deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. It fails safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies Code Talker's research, the Parasite suit. Apparently, it can recreate some of the Skull's unusual abilities, but in order to use those abilities, it needs parasites. If you want to wear this suit, you're going to need to get a hold of parasites by extracting skulls. We need to stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia, introduced to a sample of the parasite. A parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. We must cultivate more.
Thanks to Code Talker, we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic, but everyone who survived has been released from the quarantine platform. Skullface will pay for this. Again with the truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Metallic archaea. Sahelanthropus. Where is it? What? We have to know before his plan is complete. Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life, as countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight, and on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat, and Zero's. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Okay, B-Zero. Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. No! No! Wait! We got word from Afghanistan. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-0. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out.
Don't leave any trace of his existence. I'm gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site. That's where Skullface is keeping Sahelanthropus before setting it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes, too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites, Sahelanthropus. Find out what his plans are. Skullface's plans are on the verge of fruition. We need to stop him while we still can. Warum aber Eli? Ich habe nebenbei den Schleichanzug von Metal Gear Solid 3 an. Das ist eine Download-Camo, die mit Metal Gear Online verfügbar geworden ist. Dass sich Big Boss generell einen Helikopter umzieht. Aber dafür muss ich jetzt, was auch immer passiert, diesen Anzug anhaben. Meine Waffenwahl? Nun, ich schätze mal. Warum ist mein Jeep so weit weg? Soviet soldiers in that area are all dead. Apparently XOF unleashed the Russian parasite strain. To isolate the facility, they first spread reports of a chemical weapon leak. The infection won't spread into the surrounding regions. Still, I think they just exterminate the men who worked with them all this time. Skullface must be making his final play. Sieht so aus, aber wir auch. Die Frage ist nur, ob er uns erwartet. Er wird mitbekommen haben, dass Code Talker weg ist. Eli snuck into the cargo on board the chopper. His idea of an escape attempt? Who can say? We'll think of how to deal with him later. Snake, do you read me? I know more than anyone about OKB-0 and Sahelanthropus. Boss, I've made up my mind. I want to be of use to you, not him. Let me work to pay for what I've done. I'll prove it, that I've always been your ally. Boss, I'll be focused on coordinating backup here at Mother Base. The chain of command is still in place. If you have orders, give them through Miller as usual. Skullface is in OKB-0. Start by making contact with him. The facility itself is under the control of XOF, Cypher's strike force. We have no hard data on their force strength, so your judgment in the field will be key. Boss, we're finally here. Find Skullface and take everything from him. Wir werden... Huey, du bist immer noch der Verräter von vor 9 Jahren. Daran besteht kein Zweifel. Und dass du uns weiter Daten vorenthalten ist eigentlich ziemlich unverzeihlich, aber... Ich denke mal, viele Geheimnisse gibt es über Skullface nicht mehr zu lüften, jetzt wo wir hier stehen. Es sei denn, das ist nur ein scheinbarer Auftakt. In jedem Fall, wenn du bereit bist, deine Geheimnisse zu teilen, Huey, ich denke mal, dann ist da ein Platz für dich. Aber Big Boss ist nicht der, den er überzeugen muss. Miller.
Miller ist das Problem. Wenn er jemals eingegliedert werden will, dann muss er sich Miller und dem Zorn der Soldaten, die vor allen Dingen schon länger dabei sind, als wir jetzt hier in diesem Spiel aufgewacht sind, den Zorn muss er sich noch entgegenstellen. Nebenbei, ich musste eben gerade einfach die Aussicht bewundern, weil dieser See ist absolut genial. Ich bin hier noch nie gewesen. Überhaupt sollte ich mal gucken, wo ist OKB-0. Oh, direkt hinter diesem Arsenalcamp, wo wir vor ein paar Parts den Waffenschmied 2 Missionsstrang gemacht haben. Da ging es ja weiter und das habe ich nie gemacht. Ich denke mal, ich werde versuchen, vorbeizuschleichen, ohne irgendwie Aufsehen zu erregen. Dass ihr Eli mitgebracht habt, ich kann es nicht. Na gut, er hat sich an die Fracht geschlichen, aber wie viel Fracht gibt es denn bitte schon bei einem Transporthelikopter? Ich weiß nicht, ob es Frachträume in Helikoptern gibt, aber ich meine, es sollte eigentlich keine Möglichkeit geben, für jemanden sich direkt reinzuschleichen. Aber egal. Das Problem ist, ich kenne aus Trailer-Szenen, was Eli machen wird. Ha. Kann ich das nutzen? Das hier ist jetzt die neue Festung, unser Grozny Grad. Und in Grozny Grad habe ich diesen Schleichanzug in Metal Gear Solid 3 gefunden, weswegen das eigentlich recht passen sollte. Dennoch, wir wissen eigentlich immer noch nicht alles über Skullface und seine Ziele. Wir können nur vermuten, was er vorhat. Dennoch, Nuklearwaffen verkaufen und die Kontrolle behalten, das wirkt zu simpel. Selbst nukleare Abschreckung, das hatten wir im Peace Walker abgehandelt. Boss, get down. The enemy's sniper. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Ich hätte nicht gedacht, dass da ein Sniper ist. Nun gut. Von mir aus muss ich halt kriechen. Helikopter ist auch in der Nähe. Oha! Das ist eine Festung. Ich kann euch prophezeien, dass wir in diesem und im nächsten Part darin rumstiefeln werden, denn ich bin mir sicher, ich werde das in der Mitte splitten. Nur weiß ich nicht, wo genau. Denn ich habe die Cutscenes aus dem letzten Part, also für mich letzten Part, teilweise auch noch hier so ein bisschen dran gereiht. Kann der Sniper denn? Aber ich muss zumindest kurzzeitig aufstehen. Ich hoffe, dass es hier irgendwie gleich eine Art Leiter gibt oder sowas. Irgendwie, wie ich mich an der Festung hochklamüsern kann. Alles in Ordnung? Nein, nichts. Kriechen. Kriechen. Ich versuche, niemanden zu erschießen. Ich bin nicht auf Soldatenjagd. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich will diese Festung wenn möglich nicht alarmieren. Ha? Ach, der da oben. Schon wieder? Diese Festung ist aus Absicht uneben gemacht. Der Walker Gear aber auch. Ich hoffe, dieser Scheinwerfer ist so ein bisschen Indikator für das Sichtfeld des Snipers. Ich kann es schaffen, aus der Sicht von allen zu kommen. Ich denke mal, hier sollte ich sicher sein. Ich habe die bellen lassen, damit er die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Denn wenn man ihm den Bellbefehl gibt, dann wird er sich auch nicht wegbewegen. Genau, und dann kommt das und dann werden sie denken, ah, ich habe nur den Wolf gesehen. Little did they know. Okay, der Walker ist wieder weg. Ich sehe da hinten eine Felsspalte, die ich benutzen kann. Will und werde.
Aber ich muss erstmal dafür sorgen, dass der Scheinwerfer wieder auf Position geht, denn an der Scheinwerferposition kann er mich deutlich weniger sehen. Oh, der guckt aber weit zur Seite. Das war auf jeden Fall ein super Ablenkungsmanöver. Ich würde dich streicheln, wenn ich das im Liegen könnte. Ich mache mir immer noch Sorgen um den Sniper, aber vielleicht habe ich einen toten Winkel. Komm. Auf jeden Fall sofort wieder hinlegen. Um nichts zu riskieren. Ha! Ha! Na, das sieht doch gut aus. Damit bin ich dann auf jeden Fall aus dem toten Winkel. Huch! Da kann man auch hoch. Interessant. Ich weiß nicht, was klüger wäre. Den Helikopter muss ich auch bedenken. Okay, von hier aus bin ich unsichtbar. Solange der Walker nicht um eine ungelegene Ecke kommt. Good work. 2 more gates to go. Still all quiet at the silo. No sign of Skullface or his Goliath. Surely they can't already have... No, never mind. Huey! Vergiss es, du hast keinen Platz bei uns. Du hast eine Chance, dich zu beweisen. Und dann... Sicher können sie nicht... Ach egal, wird schon nicht so wichtig sein. Doch, du weißt ganz genau, dass es sehr wichtig ist. Aber die Frage ist, warum zur Hölle gegen uns? Man sollte meinen, dass du Skullface loswerden willst. Ach, egal. Sag ich jetzt auch mal an dieser Stelle. Ob das der Walker oder ein Scheinwerfer ist, auf jeden Fall irgendwas leuchtet da die Wand an der ich mich lang bewegt hätte. Oha. Der Heli wird der Knackpunkt. Der erwartet mich scheinbar erst hinter einem weiteren Tor. Oh mein Gott, das sind Pflanzen verschwunden. Habt ihr das gesehen, Leute? Schnell! Suchscheinwerfer dahin. Oho. Ich könnte mit Beschäftige sie weglocken, Didi, und dann wieder Bellen machen, wenn es hart auf hart kommt. Also es ist wirklich der da unten. Und der wird nochmal über mich drüber pennen. Und sobald er das tut... Ich könnte auch versuchen, den auszuschalten, aber... Wir werden sehen, was sich ergibt und was nötig wird. Oh, sehr gut. Das ist ein guter Winkel. Ach, Didi, ich wünschte, ich könnte auch. Diese Festung ist geil designt, das muss man sagen. Schlupflöcher überall. Ich schätze mal, sie ist designt, dass man so durchsneaken kann. Ich mache mir echt Sorgen um den Heli. Es wird immer lauter und lauter. Nicht. Big Boss, was auch immer das werden sollte. Mach es nicht nochmal. Ich markiere ihn lieber. Nur für den Fall, dass er sich irgendwann wegbewegen sollte. Da war es auch gerade XOF. Aber das ist ja schon klar. Wir haben ja schon gemerkt, dass die Russen ausgeschaltet wurden. Was? Es geht da nicht lang? Das halte ich noch für ein Gerücht. Oh, das war plötzlich. Einen Crack habe ich da nicht mehr. Okay, hier unten dann. Dann ist das der Weg.
Kein Ort, an dem man sein soll. Das Analysieren ist mir egal. Ich will sie nur markiert haben. Und da will ich hin. Von oben wäre mir das deutlich lieber, aber... Beggars can't be choosers, ha? Panzer. Ich könnte mir einen Panzer schnappen und durchrollen. Wo scheint der hin? Ich will mich hinter der Wand da verstecken. In meinem nächsten Schritt. Aber ich muss erst wissen, ob der Suchscheinwerfer da über die Wand kommt. Ja. Das kann ein toter Winkel sein. Dazu die Soldaten. Ihr merkt vielleicht, dass ich nicht vorhabe, irgendjemanden zu erschießen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ich meine, selbst betäuben. Vielleicht schaffe ich das sogar ganz ohne Waffeneinsatz. Das wäre ein First. Und irgendwie fühle ich, dass das die Festung der Festungen ist, wo man das probieren kann. Und da will ich es einfach mal. Vollmond. Nein, da ist noch nicht dieser Cone von wegen, er hat mich gesehen. Er könnte mich sehen. Das ist alles, was das bedeutet, was er macht. Wenn möglich. Na gut. Aber wir schaffen es noch, unentdeckt zu bleiben. Das hätte ich ein bisschen früher gebraucht. Ich nehme die hier mit aus einem Grund. Er ist weg. Ja, es ist noch akzeptabel. Subject on board. Leave the rest to us. Das ist nicht akzeptabel. War das der? Da hinten war eben einer. Genau, zerstör die Kiste, Snake. Sie hat ja ein persönliches Leid angetan. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist mir egal, ob ihr verloren geht. Hauptsache, ihr seid weg. Big Boss. Dreieck dahin. Er ist wahrscheinlich gerade irgendwo in dem See. Oh, apropos See. Ich sehe nicht so viel. Extraction failed. Das ist nur der Crack. You cracked me up. Im Sandsturm. Das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit gerade. Wie nah der Heli ist.
Only one gate left. From here on in, you're in the enemy's headquarters. Something's wrong. But it has to be here. Huey. Aber er klingt immerhin verwundert genug, dass man ihn das abnehmen kann. Aber ihr seht schon, ich misstraue ihn von Grund auf. Aber ja, das hat auch seinen Grund. Ja? Danke. Der Helikopter. Oha. Wenn das mal keine Bedrohung ist. Ich kann in die Gebäude rein, wie es aussieht. Was highly advised. Sie sind draußen. Stimmt wohl. Nicht wirklich. Nur Neues. Alles, was ihr gehört habt, war, dass eine Lampe zerbrochen ist. Ihr lügt. Das war eindeutig ein Geräusch. So. Ja, da ist sowieso schon tot. Ja, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Es ist Tag geworden. Okay. Die macht das schon. Währenddessen werde ich skrupelloser. Ah? Was willst du mir da? Wie was? Hä? Was? Was?